Unkonventionelles Aussehen und Limousinenkomfort auch bei geschlossenem Verdeck. Das Verdeck ist dick, kälte- und wärmeisolierend und mit einer starren, beheizbaren Heckscheibe versehen. Es lässt sich, unterstützt durch Gasdruckfedern, mühelos von einer Person öffnen und auch ohne großen Kraftaufwand schnell wieder schließen. Ja, zustande ist es auf jeden Fall gekommen. Zwei Jungs kenne ich von uns hier schon von klein auf. Und wir hatten woanders noch eine Halle. Und ich habe praktisch immer mitgeholfen, Ausbau oder sonst irgendwie was. Und habe immer gesagt, Mensch, schöne Autos. Hat aber nie die Zeit, weil ich viel auf Montage war, viel unterwegs. Und ja, dann hat es irgendwann doch gerappelt. Und dann habe ich lange nach einem Auto gesucht. Und dann hatte ich eBay-Kleinanzeigen. Ja, eBay-Kleinanzeigen habe ich dann gefunden und habe dann auch mit denen geschrieben, gemacht, getan und sind dann Samstagmorgen sind wir losgefahren, Trailer angeschnallt und sind nach Schwerin gefahren und haben uns das Auto angeguckt. Klar, ja, also Golf war es auf jeden Fall. Also war eigentlich so VW-lastig und ja, Golf 1 sollte es sein. Ursprünglich sollte es auch ein geschlossener sein, aber dann kam mir die Idee, wir fahren ja alle geschlossene, ich mache mal ein Cabrio. Haben es zwar mich alle angeguckt und sagen, Mensch, aber nee. Ja, ich habe gesagt, ich komme mir ein Cabrio und dadurch ist es entstanden. Farbemäßig grün, ich mag grün total, also von daher musste auf jeden Fall irgendwas Grünes werden. Der Zustand vom Fahrzeug, also so die Basis war, der Lack war okay, karossermäßig auch. Der Vorbesitzer hatte den auch lackiert gehabt, ist die originale Farbe auch von VW. Die gab es 2 Jahre bei VW direkt, aber dann wurden die irgendwie rausgenommen. Basis war, Karosse war super, Lack war super und ja, den Rest haben wir dann praktisch gemacht. Du hast Bock auf automobile Klassiker und Oldschool-Bikes? Du feierst gern zu 90er Musik? Dann komm am 17. August zu unserem Good Old Times Event in den Museumspark Rüdersdorf. Über 300 Ausstellungsfahrzeuge und DJs wie DJ Quicksilver, Mütze Katze, DJ Datris und DJ Jack warten auf dich. Sicher dir deine Tickets auf www.goodoldtimesevent.de oder scan den QR-Code. Auch Mario wird mit seinem Golf 1 Cabrio vor Ort sein. Aber nun zurück zum Film. Eine Vision, also ja, so ein bisschen hatte ich. Wir hatten ja mehrere Fotos, Vorstellungen hatten die Jungs auf jeden Fall auch, ich noch nicht so wirklich. Ursprünglich ja, waren auch andere Felgen drauf, aber so richtig Vorstellung hatte ich nicht. Von daher, ja, wir haben erstmal gesagt, wir machen den erstmal so, dass er fährt und dass er erstmal funktioniert. Und dann kamen natürlich die Highlights wie Fahrwerk und alles sowas. Diese KE-Tronik hatte ich drin, diesen 95 PSer, damit haben wir ihn gekauft. Weil wir uns damit nicht so richtig ausgekannt haben, haben wir gleich gesagt, der fliegt raus. Und von daher haben wir den gleichen 98 PSer eingebaut,
Da hatten wir den Rumpf komplett da, haben den komplett zerlegt, haben praktisch alle Lager, alle Pleuele oder sonst was erneuert oder geguckt, alles was beschädigt war, haben immer komplett überholt. Und ja, dann hatten wir den erst drinne. Bin ich ein Jahr praktisch mit 98 PS gefahren und habe dann praktisch die ganzen nächsten Teile gesucht, sodass ich auf G60 umbauen konnte. Das ist schon ein PG, also sprich ein G60-Block ist es. Wir haben nur den Kopf haben wir oben nochmal einen anderen drauf gemacht und dann eben praktisch die ganze Ladeluft, G-Lader, Kabelbaum, das Steuergerät, also alles sowas haben wir eben praktisch ins Neue reingesetzt. Ja, mir hat dieser Sound hat mir sehr gefallen. Klar, es gibt hier noch andere, man kann auch viel mit dem Auspuff machen, aber dieses Schaufelrad im G-Lader, das hört sich bei einer langsamen Fahrt hört sich das richtig gut an. Also von daher sind wir sind G60-lastig. Also feelingmäßig finde ich es sehr gut. Man kann einfach das Dach aufmachen, man kann im Sommer schön offen fahren. Es gibt auch Szenen oder besser gesagt Momente, wo man dann sagt, wenn zum Beispiel auf dem Feld gerade frisch gepflügt wird oder der Mähbalken da lang fährt, dann fliegt alle drin. Aber ansonsten offen fahren, man kann es wählen, entweder geschlossen, offen. Man kann machen, wie man möchte. Also ich finde es schön. Der Wagen wurde damals gekauft mit einem Stoffverdeck. Das Stoffverdeck hatte mir nicht gefallen. Erstmal hat es hinten keine Scheibe drin gehabt. Da haben wir ganz schnell beschlossen, entweder A, eine Scheibe einsetzen oder B, ein neues Verdeck. Und ich habe mich entschlossen, weil ein neues Verdeck, klar, es ist immer wieder ein Neuteil, aber wir sind so, oder ich bin auch so, ich mag dieses alte. Und also habe ich so lange gesucht, bis ich ein altes Verdeck gefunden habe, was im Zustand sehr gut war. Und dann haben wir praktisch dieses alte Leder-Kunststoff-Verdeck aufgebaut. Passt eben dazu. Ich finde es sehr super. Und beim Bodykit stand damals zur Auswahl kleine Stoßstangen oder eben diesen Verbreiterungssatz, diesen Karmann-Verbreiterungssatz. Und wir haben uns auch dafür entschlossen, es passt einfach besser zu uns und uns gefällt es besser. Felgen haben wir auch noch ein paar neue drauf gemacht. 17 Zoll oder besser gesagt 7,5 mal 17 Zoll haben wir hier verbaut. Passen einfach so genau auf dieses Fahrzeug oder besser gesagt ist eben ja traditionell, finde ich, passen die sehr gut. Wir hatten vorher ein paar andere verbaut gehabt von einem anderen Hersteller, aber sah eben nicht wirklich sexy aus, sagen wir mal so. So wie er jetzt hier steht, ist das schon ein kleiner Hingucker. Also von daher bin ich sehr zufrieden damit. Innenraum. Vorher war ja damals alles in hell gehalten.
Ich habe gesagt, ich versuche ein bisschen das Auto innen drin finster zu machen. Sieht für mich persönlich sehr schön aus. Ich habe mich darum gekümmert oder wir haben dann praktisch geguckt, entweder wir lassen neu satteln. Da kam aber wieder bei mir das durch, nein, ich mag dieses Alte. Ich möchte dieses Alte. Das Auto ist 40 Jahre alt, möchte ich erhalten. Also kam auch nach langem Suchen, kam dann eine schwarze Lederausstattung zum Vorschein. Bin ich losgefahren und habe die praktisch dann geholt. Ja, passend dazu habe ich ein Spucknapflenkrad noch reingesetzt. Finde ich auch sehr schön, ist auch wieder was Altes. Also ich habe, wie gesagt, versucht, das alles irgendwie auf alt zu machen. Also ich will hier nichts von Elektrik dran haben, also kein elektrisches Dach oder Spiegel oder sonst irgendwas. Ich will einfach, damals in den 70er oder 80er Jahren gab es nichts anderes und das bleibt auch so. Auspuffanlage haben wir auch selber gebaut, alles aus Edelstahl. Ist eine 2 Zoll Anlage. Endtopf ist ein Supersprint geworden. Und soundmäßig, also ich habe da auch wieder geguckt, habe da wieder einen alten erwischt. Die alten sind wirklich am besten, hören sich am besten an. Wir mussten zwar auch ein bisschen wieder umbauen, aber ansonsten ja, ist eine komplette Edelstahlanlage drunter mit Fächerkrümmer und von daher ja. Ja, Fahrwerk haben wir ein H&R verbaut hier und ja, ist zwar nicht das tiefste, aber bin sehr zufrieden damit. Fahrkomfort sehr hübsch. Also aber man könnte es auch noch ein Stück runterschrauben. Aber so wie er jetzt hier steht, steht er eigentlich sehr gut da und lässt sich auch relativ sehr gut fahren. Pläne für dieses Fahrzeug sind auf jeden Fall eine Abstimmung generell von diesem kompletten Paket G60. Hier und da sind natürlich kleine Probleme. Vom Fahren mäßig ist er super, kann ich wirklich nicht meckern. Anspringenmäßig, also er springt manchmal schlecht an. Im Kaltstart springt er eigentlich immer sehr gut an. Also mir wäre lieb, oder wenn man da irgendwie noch mal jemanden findet, der mir da weiterhelfen kann, von Einstellung G60 oder Zündung generell mal. Ja, also falls ihr irgendjemanden kennt, der sich damit auskennt, am besten wäre natürlich alte Schule, dann haut rein die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei meiner ganzen Gruppe. Erstmal haben sie mich 2016 sehr lieb und sehr nett aufgenommen, haben mich in jedem Punkt wirklich unterstützt. Ob es nun war, dass ich mir ein Körbchen hole oder die und die Anbauteile ranmache. Also einen danke ich zum Beispiel, der ist früh morgens mit mir losgefahren, einfach los und haben das Auto geholt. Der andere hat sich bis nachts mit mir hingesetzt, haben irgendwas durchgeplant. Also auf jeden Fall an den Jungs, an die Volksrabbits, würde ich einen Riesendank aussprechen, definitiv. Unterstützung natürlich habe ich auch durch meine Lebensgefährtin bekommen, die mir sehr den Rücken frei gehalten hat mich unterstützt. Wie gesagt, eine Story war zum Beispiel nachts losgefahren, nochmal ein Spenderfahrzeug geholt, nach der Arbeit los, nach Erfurt und haben dann nochmal ein Spenderfahrzeug geholt, hab's hierher gebracht und bin nachts wieder zurückgefahren. Also ganz riesen lieben Dank an dir zum Beispiel,
dass sie mir immer so den Rücken frei halten und unterstützt hat. Falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal von den Sauerkrauts. Lasst ein Like unten. Am besten, wenn ihr in den Kommentaren noch hinschreibt oder euch meldet, zwecks G-Lader-Einstellungen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Blumenpflücken. Bis dann.